Hallo miteinander. Ja, fängt mal an. Es freut mich, dass da so viele Sauwärter da gekommen sind. Und, ja, das ist schwierig. Ich will selber im Fernsehen schauen oder fahren. Also, es geht eigentlich um das. Zuerst muss ich etwas erklären, weil Balz und Musik, da haben mich einige gefragt, ob da irgendwie der Balzstreifen nicht spielt oder so, oder sonst der Balz. Und dann habe ich das nicht ins Mail hineinschreiben, aber halt Balz heisst nach Wikipedia, Balz ist die Bezeichnung für das Paarungsvorspiel bei Tieren, also in der Gesamtheit aller Verhaltensweisen vor und teilweise auch nach der Begattung. Im übertragenen Sinne wird der Begriff auch auf den Menschen angewandt, das heißt auf Zärtlichkeiten und andere Verhaltensweisen, die dazu dienen, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr herbeizuführen. Das habe ich aber nicht, also mir ist es nicht so um das gegangen, das steht in Wikipedia. Darum, aber es ist doch so gesehen, dass ich einfach mal, also es geht darum, dass ich mal auf einem Konzert zurückgekommen bin, mit einem, auf einem Bahnhof, irgendwann so eine hinterduckige, ich weiss nicht wo, eine Zwischenstation gestanden bin und dann ist eine wunderschöne Frau, so, gleichzeitig mit mir, ich voller Gepäck, das habe ich jetzt da schon angelegt, ich bin voller Gepäck, so aus dem Abteil raus und wir sind fast zusammengestoßen und zuerst habe ich nur gedacht, oh, eine schöne Frau und so. Und nachher sind wir am Ausgang noch mal fast zusammengestoßen, weil sie irgendwie pressieren und raus. Und dann sind wir und dann habe ich sie durchgelassen, natürlich, selbstverständlich. Bitte schön, ja, du. Und es ist brisant, oder ich nicht. Und dann ist sie dann raus und dann draussen. Ich musste warten auf den nächsten Zug dort und sie hat dann so, einfach so ein bisschen komisch geschaut und gelächelt. Sie hat mich nicht mehr angelächelt. Aber eigentlich nur, weil sie so nett sie rausgelassen hat. Und dann hat sie gesagt, ja, was hast du denn da so, alles so viel Zeug? Dann bin ich schon mal zufrieden, dass sie immer du sagt. Das passiert mir schon nicht mehr so oft. Sie war schon von 10, 15 Jahren jünger. Also, das ist schon mal super. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du natürlich, jetzt ist es eine Gelegenheit, anstatt dass wir mal einen Kaffee trinken, so Blödsinn. Ja, ich bin Musiker und da habe ich ganz viele Instrumente. Und, soll ich dir etwas vorspielen? Also, hast du noch ein bisschen Zeit? Hast du noch ein bisschen Zeit? Sie sind einfach auf dem Bahnhof, niemand da, so ein paar Gleise und grünes Zeug. Dann hat sie gesagt, ja, nicht lange, ich muss gerade heim. Und so. Sie hat nicht gesagt, heim zum Freund, aber sie hat gesagt, heim. Und dann hat sie gesagt, okay, nur kurz, ich spiele einfach kurz etwas vor. Und dann ist sie halt so angestanden. Und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Und dann, was soll ich jetzt spielen? Und vor allem zuerst muss ich mal damit. Ich spiele das nicht euch vor, das sind einfach die begleitete Szene, die da passiert. Damit man weiss, um was es geht. Also, da ist die Frau. Also, das ist symbolisch. Symbolisch. Nur symbolisch. Und da eben so, das ist noch der Rest von der Symbolik. Der Rest. Damit man einfach sieht, dass ich da fixiert bin. So, da drauf. So. Das war jetzt also l'objet de désir. Und ich mit der verhandeln und so. Nein, ich dachte, okay, jetzt spiele ich mal. Meine Erfahrung ist Bambusflöte. Das stimmt, das ist wirklich, das haben Frauen total gern. Das Wein, ich habe ja alles gern. Aber so Bambusflöte, das ist einfach, um sie bezirzen und so ein bisschen umgarnen und ein bisschen etwas öffnen innerlich und so. Also ich denke, das ist vielleicht, jetzt probiere ich das aus und spiele etwas vor von meiner indischen Bambusflöte.
geschaut. So. Ja, jetzt so ein bisschen so. Ja, ist immer so gleich, ist so langweilig, so gleich, so kein Rhythmus und so. Ja, gut. Kein Rhythmus immer gleich. Ja, stimmt, das ist eine Rassefrau, die hat Rasse, die will so einen Rhythmus, die macht das. Moment, ich habe etwas anderes. Ich habe einfach das jetzt so wie dabei gehabt, ich kann dir gerne etwas mit Rhythmus vorspielen, das ist sehr gerne. Ich spiele ja in verschiedenen Bands und das sind ganz verschiedene Stile, das ist jetzt einfach gerade eins von denen, was ich so mache, das Neue, das Meditative, also immer gleich ist eigentlich absichtlich immer gleich, damit es ein bisschen so meditativ, das ist nicht so die Sache, ich merke es schon. Ich verstehe, es gibt einfach Leute, die haben das auch nicht so gerne, das Meditative, das ist normal, das ist nicht für alle, ja. Aber jetzt habe ich so etwas, eine alte Band von mir, Omen, mit denen haben wir so funkiges Zeug gespielt, so ein bisschen das gefunden. So ein bisschen vorheizen. Das Trinken bin ich noch ganz in Gang. Ich komme gerade rein. Hey, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja. Sie hat überhaupt nicht gewippt, so irgendwie gar nicht. Was hast du gesagt? Was ist das Ziel? Rhythmisch, also chaotisch. Chaotisch, hätte ich gesagt. Chaotisch, Rhythmus und keine Melodie. Es ist einfach schon, es ist G-Moll, E-Moll, so hier und her, Blues-Tonleiter. Blues ist nicht so geil. Es war kein Blues, es war einfach Blues-Tonleiter, hier und her. So. Okay, magst du noch ein bisschen? Ich habe ganz etwas Melodiöses. Es ist wahr, es ist sehr ein bisschen so improvisiert gewesen. Ich habe noch sehr schöne Melodien, die ich dir vorspielen kann. Sie will Melodien, sie will einfach... Das ist eine Melodie. Und zwar, da ist mir besonders gut eingefallen. Hier im Kino Rio früher noch, da habe ich alle Winnetou-Filme geschaut. Und dann
Dann habe ich gedacht, Winnetou-Film ist so... Also ich als Bub habe das super gefunden. Also der Winnetou ist der Held von allen Brücken. Wenn man dann da die Melodie später wieder abends am Fernsehen gesehen hat, das kommst du bei ein Preis von einem Ross geritten. So, auch in irgendwelchen Schnulzen später, wo ich übrigens auch gerne schaue, dann kommt die Melodie immer und ich habe so ein Gefühl von, das ist so schön. Also, ich habe gedacht, das ist wirklich eine schöne Melodie. Und alle Mädchen dort sind natürlich in Winnetou verliebt gewesen. Und ich dachte, könnte noch ankommen vom Alter, dass ich das auch sehe, das könnte eigentlich sein. Dann schau, jetzt spiele ich dir eine wunderschöne Melodie vor und du wirst sehen, das öffnet dir das Herz, da kommst du gerade so da rein und... Okay, es ist keine Marschmusik, ich muss ihn kurz einspielen, ich kann nicht so schnell ein Instrument wechseln. Ist nicht mein Hauptinstrument, aber für diese Melodie ist es super geeignet.
gebe es zu, es ist ein bisschen Blues gekommen. Das ist irgendwie, ich habe nicht mehr ganz genau, ich bin ein bisschen Blues gekommen. Aber die Winnetou-Melodie, die kennst du, oder? Die ist ja gut. Bubenzeug. Winnetou-Film, Bubenzeug, sagt sie. Ihre Brüder sind in Winnetou-Film, sind nicht der Bubenzeug. Okay, also wenn sie es nicht kennt, also Blues hat sie nicht gern. Winnetou hat sie nicht gesehen, kennt sie nicht. Schön, was sie, melodiös. Sie schaut auf die Uhr. Schön, was sie, melodiös. Moment. Ich habe etwas. Schön, heiß. Schön, melodiös. Einfache Harmonie. Ein leichter eingängiger Rhythmus. Und vor allem mit dem Saxophon, oder? Das ist natürlich das super Flauschige, wo man so Balladen spielen kann. Dann ist man das eingefallen, also eine Ballade. Ja, flauschig. Ist gut. So. Also ich hatte ein wunderbares Stück, das ich so komponiert habe. So bin ich so 25 gewesen, jünger als du. Und dann habe ich da so ein wunderbares Stück, also ich bin sicher, das gefällt dir. Also das heisst übrigens I'll never forget the way you kiss. Vorheizen.
Tränen, die fließen, habe ich gedacht. Ja? I'll never forget the way you kiss. So Jazz, es ist so Jazz, es ist halt so Jazz, hat sie gesagt, es ist so Jazz. Hörst du kein Jazz? Jazz, kein Blues. Rhythmisch, einfach, schön. Hast du noch Bands? Volksmusik. Ja. Ich als Bub früher nachher, es ist ein Blues, aber keine Angst, ich spiele keine Blues, ich spiele keine Blues. Irische Volksmusik, kennst du die Clancy Brothers? Kennst du nicht? Die spielen ganz wunderschöne Musik, die Clancy Brothers. Und dann bin ich inspiriert gewesen, irische Volksmusik. Und das ist wirklich ein ganz schönes Stück, das ihn wirklich sehr berührt. Immerhin gibt es ja noch, sie ist noch nicht gegangen. Es ist ja nicht so kalt, bleibst aber noch mit, sie spielt das jetzt kurz vor. Clancy Brothers. Hat sie auch nicht so gut reagiert. Sie hat gesagt, Lagerfeuer-Kitsch. Das ist eine total anspruchsvolle Frage, sie ist total hübsch. Sie ist so hübsch, ich war schon lange weggelaufen, aber sie hat irgendwie doch noch irgendwie gelächelt und ist noch, muss ich sagen, eine hübsche Frau. Nur ganz leicht etwas Arroganz hat sie gehabt. Sie hat sogar den noch irgendwie. Jeder wäre jetzt davor gelaufen, aber irgendwie habe ich gedacht, ich muss doch herausfinden, was sie denn. Und dann habe ich plötzlich gesehen, sie ist eigentlich total, also sie hat noch einen Mantel an, sie ist nicht so, das ist schon ein Symbol. Sie hat einen Mantel an, einen schicken Mantel. Und dann habe ich gedacht, die ist vielleicht jetzt, habe ich es, ich will sie jetzt noch nicht fragen, klassische Musik, die Frau hört sicher klassische Musik. Okay, klassische Musik ist nicht so ganz oder nicht so ganz mit Ding. Das haben wir als junge 120 habe ich das einmal ausprobiert. Dann habe ich jetzt Vivaldi für. Das ist eigentlich für das Piccolo oder für Concerto per Flautino. Aber ich habe jetzt Altflauto da, das ist jetzt die von, ich finde es tönt auch schöner als ein Piccolo. Wir haben gedacht, das ist einfach schöne eingängige Melodien, Harmonien, die klar sind, so 4., 5. Stimmen, das Zeug. Und dann hat es irgendwie einen Anfang und einen Schluss und eine Kadenz und dann ist es der Schluss fertig.
Und das ist jetzt wahrscheinlich hat sie schon lange das gewartet, dass ich ihr das vorspiele. Und das kann ich als Adagio aus diesem Stück, das sollte noch gehen. Also nur noch das und ich glaube, jetzt habe ich es getroffen. Vivaldi. Also die Kadenz habe ich ein bisschen noch dazu, aber das dürfen wir nicht, das ist bei klassischer Musik, dürfen wir das. Antonio Vivaldi. Ihr wisst, es steht ja das fröhliche Scheitern, oder? Auch das hat nicht funktioniert. Sie hat gesagt, ja, das ist so altmodisch und altmodische Musik und dann ist sie vom Weg, dann ist sie gegangen, sie ist, oh Mann, jetzt lass mich einfach dir noch eine Frage stellen, bevor du gehst. Was hast denn du gern, was los ist du so von Musik? Also ich habe jetzt alles nicht getroffen, was los ist du so von Musik? Radio. Ja, was eben, Radio, meint, das kommt alles an DRS2. DRS3. Ja, DRS3. Ja, und was hast du denn so gern? Rock, Pop. Aha. Aha, ja. Aha, Rock, Pop. Bleibt noch da, ich habe einen Rock, Pop. Und ich auch schon relativ lang nicht mehr im Repertoire, aber geil, wir haben früher mal so Bands gehabt, Omen und so. Da
ist ja richtig so, da ist genau das gegangen. Noch nicht der Vorläufer, Rock, Pop, DRS3 und so. Das ist ja eine wilde Frau, ist das. Also jetzt. Ja, genau. Und ich habe also das habe ich dann als Kofferverstärker auch noch ausgepackt, aber das ist natürlich jetzt, das habe ich jetzt schon gar nicht gemacht, sonst. Ich habe jetzt nicht, weil ich glaube, jetzt sogar habe ich mir vorgestellt, wie sie ihre Mähne schütteln. Also doch eher Pop als Rock. Ja, das ist 70er Jahre, Jimi Hendrix gewesen. Also, ja, ich spiele es auch nicht mehr so, das habe ich gedacht, das ist passé, aber ja, jetzt ein letztes, allerletzte. Ein Liedli, es ist willig, ein Liedli mit Akkorden und so, und die Akkorde habe ich selber gedichtet, das ist ja so ein Liebeslied, das allerletzte, und dann das sind so Akkorde, als ich früher, als ich so jung war, so vor der Matur, mein Bruder Mick, da habe ich bewohnt, der ist ständig immer mit einer Frau, einfach immer so andere Frau gekommen. Ich dachte, wie macht er das? Ich bin dort erst so 14 und er war halt schon 17, 18. Und dann haben wir mal so eine Gitarre, einen Klampf in die Hand gedrückt und gesagt, siehst du, das ist ein Akkorde. So ein Akkorde musst du machen. Und dann habe ich das gelernt für irgendwie auf der Matura. Tatsächlich habe ich so einen Klampfer gehabt, irgendeinen hat einer rumgehabt. Und habe ein bisschen am Strand, nicht viel mehr als die Akkorde können. Und habe tatsächlich dann den Raga Eindruck gemacht und das ist meine erste Freundin geworden. Voll geklappt. Also.
Und ich habe nicht einmal ein bisschen gesungen, einfach so ein bisschen Schwung. Ewig das Gleiche, die gleichen 3-4 Akkorde. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das die letzte Chance. Gut, also so der Text ist also später dazugekommen. Der ist auf Schwäbisch, weil der ist zwischen 30 und 40. Meine Großmutter hat mir so einen Eindruck gemacht. Meine Großmutter selig, die ist Margarete Dellers Schröder. Die kommt von Fürth und die hat mir sehr gefallen, wie die redet. Ich habe dann meinen ganzen Text, alle Lieder, habe ich so eine Zeit lang gedichtet. Zuerst muss ich den gehört schnell. A-Moll, C-Dur, ich gucke gerade, du hast nicht gehört. G-Dur, G-Dur, D-Dur, der A-Moll und E-Dur. E7 und jetzt fängt es an. A-Moll möchte ich ganz nah mit dir zusammen sein. 10 Pferde bringen mich zu dir. Ja, geh du nie mehr fort von mir. Hey, das sag ich dir. Aber A-Moll wird auch unsere Liebe zu Ende sein, denn das Leben ist so kurz. Und dann geht sie von vorne los. A-Moll möchte ich mit dir zusammen sein, ganz nah zusammen sein. 10 Pferde bringen mich zu dir, ja. Geh du nie mehr fort von mir. Das sag ich dir. Sie haut ab, sie haut ab, sie haut. Bleib doch! Sie ist weg. Aber A-Moll wird auch unsere Liebe zu Ende sein, bevor ich sie kennengelernt habe. Scheiße. Aber das Leben geht so kurz. Jetzt ist sie weg, jetzt bleibt mir nur der Blues. My baby, she left me. She's gone forever. So ein Scheiß. My baby left me. Bevor ich sie überhaupt kennengelernt habe. She's gone forever. So ein Scheißdreck. Aber ist ja egal. Das Leben geht auch ohne sie weiter. Das war's, sie ist weg, Dankeschön.